Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir starten mal wieder in der Ansicht. Die letzten Videos habe ich es bisher immer so ein bisschen verpasst gehabt. Seit 3 Tagen ist es ja nun schon wieder soweit, dass die Schneewinterlandschaft hier in Shakes and Fidget eingekehrt ist. Am 1. Dezember nimmt das Spiel immer dieses Design an und ja, es ist nach wie vor, muss ich sagen, immer noch meine Lieblings Jahreszeit hier in Shakes and Fidget. Sieht super, super geil aus, sehr gemütlich, entspannt und ja, halt eben einfach weihnachtlich, ne? Und ich finde es schade, dass es halt nur 2 richtige Abwechslungen gibt, was so diese Übersicht angeht hier, ne? Einmal das im Winter und einmal das, ja, was ja nur ein Tag quasi zu Halloween am Start ist oder ein Wochenende vielleicht, wenn es hochkommt. Diese nebelige Ansicht und ja, da könnte auf jeden Fall ein bisschen mehr Kreativität vielleicht im nächsten Jahr folgen. Wäre auf jeden Fall ganz geil, würden sich glaube ich auch viele wünschen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr da Vorschläge habt. Wir hatten ja schon mal im Livestream drüber gesprochen. Es würde sich noch eine Herbstlandschaft noch ganz gut anbieten, wo so langsam die Bäume die Blätter verlieren, sich so ein bisschen orange färben und so eine Sachen halt alles, ne? Das wäre ziemlich cool, wenn es sowas noch irgendwie geben würde. Ein bisschen mehr Abwechslung auf jeden Fall, ist ganz nice. Ja, was mich auch zum nächsten Thema führt, im Dezember haben wir ja auch den nächsten legendären Dungeon vor uns, ne? Der legendäre Weihnachtsdungeon, der lässt ja nicht mehr lange auf sich warten. Wer das letzte Datum noch beziehungsweise das letzte Datum vom letzten Elevator noch im Kopf hat, der wird ja wissen, dass das immer eine Woche vor Weihnachten immer online kommt. Das heißt, also so war es zumindest gewesen. Letztes Jahr kam der Legendary Dungeon Release am 17.12. Und jetzt haben wir quasi eine Woche vor dem 24. vor Heiligabend, so wäre quasi jetzt der 16.12., der letzte Freitag, der starten würde, so. Und dann würde das dann über das Fest gehen bis 10 Tage bis Montag dann nach dem 24., 25., 26. und so, ne? So auf jeden Fall die Theorie. Ja, bin da schon sehr gespannt drauf. Ich denke mal, es wird so kommen. Ich habe natürlich keine großartigen offiziellen Informationen dazu. Das sind jetzt einfach nur meine Mutmaßungen, die ich hier anstelle. Und könnte sein, dass es so ist. Kann auch sein, dass es nicht so ist, aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall realistisch. Letztes Jahr war es so gewesen. Warum sollte es dieses Jahr irgendwie ja, anders sein, ne? Und ja, deswegen, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Oha, beim zweiten Wurf hier 20 Müller abgeheimst. Ja, ich freue mich da deswegen schon sehr drauf, weil wir haben ja jetzt hier gerade das Epic-Event hier, beziehungsweise Epic Abenteuer Extravaganza. Das heißt, ich habe bei Abenteuern, bei den letzten 100 Alu immer jeweils ein Epic bekommen, Safest Epic. Darunter war halt eben diese Waffe hier gewesen, der Hirtenstab der Hinterlist. Und ja, da wurde mir dann nochmal so richtig bewusst, wie lange es eigentlich her ist, dass ich meine Waffe gewechselt hatte, ne? Also die braucht auf jeden Fall mal wieder ein neues Update. Und jetzt kamen ja diese ganzen neuen Dungeon-Gegner hier hinzu, ne? Die wir ja alle geklärt haben, bis auf halt den letzten Dungeon hier. Da kamen wir ja gar nicht weiter. Zeus übrigens auch bald am Fallen. Ich weiß nicht, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Der beste Try gegen Zeus. Wo habe ich den? Hier. Ja, lässt auch nicht mehr lange auf sich warten. Und an dieser Epic-Waffe wurde mir dann halt nochmal richtig bewusst, wie lange es halt her ist, dass ich halt hier, meine letzte legendäre Waffe bekommen habe. Denn, wie ihr bereits seht, die Stat-Punkte an sich, also die Attributpunkte, sind zwar schlechter bei der Epic-Waffe hier, aber der Durchschnittsschaden, der ist ja trotzdem unverändert, sag ich mal. Das ist auf jeden Fall, das geht exorbitant nach oben. Wir haben hier einen Durchschnittsschaden von plus 113 bei einer Epic-Waffe im Vergleich
zu einer legendären Waffe. Ja, also ne, das ist ja legendär, hier episch und Statpunkt-technisch wird das wahrscheinlich auch nochmal einen ordentlichen Unterschied machen, bis wir halt beim legendären Dungeon angelangt sind. Ich glaube zu meinen, ich habe die Waffe noch aus dem Dungeon, da habe ich mich das letzte Mal komplett neu equipped. Dementsprechend auch die Waffe, da war ich 599. Das war, glaube ich, das letzte Mal, wo ich eine neue Waffe mir equipped habe. Dann habe ich mich zwischendurch einmal, ja, equipment-technisch, glaube ich, hier und da was ausgetauscht. Aber ich bin mir gar nicht so genau sicher, muss ich sagen. Aber bei der Waffe wird es auf jeden Fall wieder Zeit. Da merkt man es halt, wenn man die vergleicht. Ne? Ein Epic ist halt von der Wertigkeit her schlechter als ein Legendary. Und trotzdem haben wir hier eine plus 113 zu stehen. Das ist schon eine ordentliche Ansage. Und wenn wir dann noch eine legendäre ziehen, ja, weiß ich nicht, dann haben wir vielleicht 130 oder so, 140 Durchschnittsschaden mehr, plus halt eben auch noch bessere Attribute. Ne? Also da freue ich mich schon sehr drauf, dass wir hier eine neue Waffe bekommen. Es wird Zeit. Und beim nächsten legendären Dungeon werde ich auch definitiv so lange reingrinden, bis wir diese neue Waffe dann halt auch dementsprechend haben. Vorher werde ich da nicht Feierabend machen und das auch nicht auf mir sitzen lassen. Das will ich auf jeden Fall ja, erreichen in dem nächsten legendären Dungeon. Deswegen begleitet mich da sehr gerne, wenn euch das interessiert. Und ich hoffe, ich habe da auch ein bisschen Glück bei. Ne? 34,7 Millionen XP, das ist natürlich auch immer recht lecker. Ne? Schmeckt zum Erfahrungsevent auf jeden Fall. Und ja, ich bin gespannt, Alter, was ich da erreichen werde. Vielleicht, mal schauen. Wir werden definitiv noch, ach hier auch die Ansicht auch wieder geil hier, ne? Wir werden definitiv noch ein Level-Up machen durch den Kalender. Das heißt, wir sind dadurch dann 633. Dann werden wir noch ein Level machen durch die XP, dann sind es 634. So, dann haben wir nochmal 2 Level mehr, bevor der legendäre Dungeon kommt. Passen das dann ganz gut ab, würde ich sagen. Und dann wird das schon ordentlich schmecken, denke ich mal, der Fortschritt dann für die neue Waffe. Ja, Mann, also ich bin sehr gehypt auf den neuen Dungeon. Ich freue mich schon sehr und hoffe, dass ich mich da dann auch gut equippen kann. Bin da sehr gehypt auf die neue Waffe, ey. Ja, Platz 15 sind wir hier, das ist krass, weil vorher, ich glaube, vorgestern waren Platz 12 oder so. Irgendwie ganz schön gedroppt jetzt irgendwie. Wind and Fire vs. Last Dawn. Das ist jetzt, achso, habe ich jetzt gar nicht angeklickt hier. Ja, also das geht bei mir auf jeden Fall so vor im Kopf jetzt momentan gerade, wenn ich auf meinem Main bin. Die Vorbereitung für den legendären Dungeon und ja, dementsprechend meine Mission hauptsächlich da die neue legendäre Waffe. Es wird nicht so einfach. Wir müssen erstmal eine legendäre Waffe bekommen. Das ist erstmal schon gar nicht mal so easy. Und dann habe ich ja auch noch so ein bisschen, oh, das war ja eine ganz schlechte Performance hier. Und dann habe ich auch noch ein bisschen Ansprüche an die Waffe. Und zwar darf die ja von der Spanne her nicht zu hoch, aber für mich auch nicht zu niedrig sein. Also ich möchte schon noch den ein oder anderen leckeren Crit raushauen mit der Waffe. Das heißt, eine gewisse Spanne soll da sein, so vom Schaden her, die Schadensspanne. Und jetzt nicht irgendwie so eine Einser-Spanne oder so, wo gar keine Veränderung drin ist. Das würde ich nicht so feiern. Als Magier würde ich es halt schon cool finden, eine Waffe zu haben, wo man auch noch die ein oder andere Überraschung mitnimmt und ja, sich wundert über den ein oder anderen Crit-Treffer. Aber die Spanne darf auch nicht zu doll rechts raus sein, weil wenn die Spanne zu hoch ist, dann sind wir zu volatil in der Ehrenhalle und dann sind meine Angriffe nachher, ja, könnten dann nach hinten losgehen. Deswegen möchte ich da dann in der Ehrenhalle auch ein bisschen Konstanz haben. Ne? Das ist immer das große Ding PvP und PvE. Im PvE-Bereich willst du natürlich immer eine große Spanne von der Waffe her haben, weil dann kannst du Crit-Treffer raushauen, die sonst gar nicht machbar sind mit einer niedrigen Spanne. So, da willst du ausrasten, weil die Tries, das kompensierst du dann halt mit Pilzen und irgendwann hast du dann so viel Glück, dass dann irgendwann ein Gegner liegt, dass du dann halt, ja, so eine krassen Spannentreffer rausgehauen hast, dass er dann irgendwann fällt. So. Das kann dir aber halt im PvP auf die Finger fallen, denn
wenn du ja genauso viel Schaden, wie du raushauen kannst, genauso wenig Schaden kannst du dann halt auch raushauen mit einer niedrigen Spanne, weil das geht nämlich von bis so, und bei einer niedrigen Spanne insgesamt geht es nur von bis, so ungefähr, dass man dann quasi kaum Abweichungen hat. Bleibt konstant im Schaden. Man macht nicht weniger als der Durchschnitt, aber man macht halt auch nicht mehr. So, und deswegen ist man halt hier in der Ehrenhalle konstanter. Das hat halt hier eben den Nachteil, hier können dich halt Leute besiegen, hier unten weiter, die dich sonst nie besiegen hätten können, so, weil du mehr Spielraum für die Leute schaffst. Das geht halt nicht, wenn du eine niedrigere Spanne hast. So, ne? Also meine Vorstellung von einer perfekten Waffe, muss ich mal so sagen, da müsste ich mal einmal den Rechner rausholen. Wir haben ja hier jetzt eine Spanne von, einen Durchschnittsschaden. Also wir nehmen jetzt mal das Epic als Beispiel. Ne? Wenn ihr, vielleicht, ja, wisst ihr das ja nicht, vielleicht zeige ich euch was Neues, ich habe es aber schon ein paar Mal gezeigt. Wenn ihr von eurer Waffe den maximalen Rechtsrausschaden berechnen wollt, das heißt, was könnt ihr maximal rechts raus erreichen, ne, an der Schadenswaffenspanne, dann müsst ihr den Durchschnittsschaden mal 1,5 multiplizieren und dann bekommt ihr da dann den Rechtsrausschaden angezeigt. Das heißt jetzt in dem Beispiel von der Epic-Waffe hier, ne, nehmen wir jetzt einfach mal, haben wir hier einen Durchschnittsschaden von 3834, 3,834, nehmen wir jetzt mal 1,5, ist gleich. Das heißt, mein maximaler Rechtsrauswert wäre hier bei 5751. So, und wir haben hier jetzt eine knappe 5000er Spanne rechts raus. Das heißt, die bewegt sich in einem einigermaßen guten Mittelfeld, ein bisschen erhöht, würde ich sagen. Ja, das ist auf jeden Fall so das Ding, wie ihr eure Rechtsrausspanne rauskriegen könnt. Und genau, also ich kann jetzt maximal bis zu 5751 bei Epics finden. Ne? Bei den legendären Waffen wäre die Spanne wahrscheinlich rechts raus noch höher, weil der Durchschnittsschaden ja dementsprechend auch höher ist. Ne? Weil der ist halt eben höher bei den legendären als bei den Epics so. Ne? Und ja, für mich persönlich wäre halt eine gute Waffe irgendwie eine Waffe, die eine ähnliche Spanne hat wie meine jetzige. So, ich sag mal, alles, was so rechts raus 4500 bis 5000 so circa ist, die würde ich dann sehr, sehr gerne nehmen. Wenn es jetzt großartig mehr ist als 5000, ne, dann muss ich mir überlegen, ob ich nochmal reingehe in den legendären Dungeon und nochmal eine neue hole. So, ne? Wenn ich jetzt irgendwie 5100 habe oder 5200, ne, und ich partout keine neue finde, dann nehme ich die natürlich auch. Ne? Die wird 1000-mal trotzdem besser sein als meine jetzige legendäre Waffe hier. Ne? Aber so die perfekte Waffe wäre so für mich persönlich in der Spannweite von rechts raus 4500 bis 5000 so. Dann habe ich trotzdem eine einigermaßen Konstanz drin und habe nicht so einen kompletten Gamebreaker, sodass ich jetzt irgendwie 5800 rechts raus habe und dann habe ich vielleicht nur, keine Ahnung, kann auch 2000 links raus und 5800 rechts raus haben oder so, keine Ahnung, wie weit das denn links nach unten denn weggeht. Ne? Dementsprechend macht man dann halt auch niedrigere Treffer. Das ist mir zu unsicher. Deswegen nur maximal bis zu 5000 so, ne, roundabout wäre für mich perfekt. Und wie gesagt, wenn es 200 drüber ist, nehme ich es auch. Aber es wäre für mich jetzt halt eben nicht das komplett perfekte Szenario. Ne? Ja, auf jeden Fall, das kann lustig werden zum legendären Dungeon. Ich bin gespannt. Erstmal eine Waffe finden und dann auch noch die richtige Spanne. Ne? Wir können ja von vielen Items, wir haben ja im legendären Dungeon, haben wir ja alle Sachen gefunden. So. Das heißt, wir haben nichts, wo wir sagen, ey, das ist jetzt eine neue Waffe, die hat eine höhere Drop-Chance oder so. Wenn neuere Items sind, bekommt man ja die meistens immer zuerst, bevor man die anderen bekommt. Das ist ja bei uns eben nicht der Fall, weil wir ja eben alles haben, so an Gegenständen. Deswegen wird es lustig, ist komplett random nachher. Und ja, deswegen, mich kann es vielleicht ein Try kosten, mich kann es aber auch 10, mich kann es aber auch 50 Tries kosten, durch den legendären Dungeon durchzugehen und eine
schöne Waffe zu bekommen. Ne? Deswegen bin ich sehr gespannt. Leute, das war es auf jeden Fall erstmal soweit heute für das heutige Video. Ja, einfach mal 15 Minuten über eine Waffe gequatscht hier. Ne? Aber ihr kennt mich, so bin ich. Gut, das war es soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.